Herzlich willkommen zum heutigen Lichtimpuls-Podcast. Schön, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Heute spreche ich und lasse ich durch mich hindurch über 2026, Dinge, die in 2026 im Feld sind, über das Zeitgeschehen, über die Dinge des Wandels im Bewusstsein, über Dinge, die in Wirklichkeit im Hintergrund auf einer anderen Ebene stattfinden. 2026 ist ein großartiges Jahr. Es passieren unglaublich viele Dinge, die dich alle dazu einladen, weiter in deinem Bewusstsein zu erinnern, wer du wirklich bist. Ich habe immer wieder schon darüber gesprochen, dass ich 2021 von meiner inneren Stimme in den Darkroom geführt wurde, für 5 Tage und 5 Nächte. Ich hatte keine Erfahrung davor damit. Ich war dort ganz alleine. Es war während Covid, es war im Dschungel und es war komplett, ich wurde mit Essen versorgt. Es war ein professioneller Darkroom, das heißt, er war wirklich absolut finster. Und das Einzige, was ich in dieser Zeit erfahren habe, ist keine Finsternis, weil in Wirklichkeit, zumindest existiert bei mir keine Finsternis, weil alles innen ist, weil ich von innen die Zeit beibehalten konnte, weil ich meinen Mann beobachten konnte, was er macht, über innen. Und in diesem ganzen Schulungszusammenhang, wo ich von den 12 Meistern geschult wurde, jeder Meister stand für eine bestimmte innere Fähigkeit, wie zum Beispiel Stille, pure Liebe und so weiter. Wurde mir gezeigt, wie auf der Erde die Strukturen zusammenstürzen. Die Strukturen stürzen zusammen, weil die Strukturen in uns zusammensinken. Wenn du mir zuhörst, hast du ein bestimmtes Bewusstsein, sonst kannst du nicht mir zuhören. Und dieses Bewusstsein ist bereits dazu aufgewacht, dass wir nicht Opfer der Umstände sind, sondern diese Dinge ganz verbunden mit uns sind. Das, was wir wahrnehmen und sehen im Außen, ist in Wirklichkeit unser eigenes Bewusstsein, was sich zeitverschoben uns zeigt, um uns selbst zu erkennen. Und dieser Zusammensturz ist eine Welt, die wir uns erbaut haben, aufgebaut haben, erarbeitet haben, die wir erlernt haben durch die Gesellschaft, in die wir hineingeboren wurden. Wir haben gelernt, unsere eigene Rolle, die wir hier drinnen spielen als Mensch, zu be- und verurteilen. Anhand der Dinge, die andere Menschen uns gesagt haben. Und heute, wenn ich dich jetzt frage, in welchem Zustand du vom Bewusstsein bist und wie sehr du in der Lage bist, wirklich frei deines in die Welt zu tragen und dir zu vertrauen, oder wie viel du noch Meinungen anderer Menschen oberhalb von dir stellst. Oder Dinge, die andere sagen, weiter oder wichtiger oder entscheidender fühlst. Oder Ereignisse Kraft über dich haben, Ängste in dir hervorrufen können. Das ist alles genau richtig, so wie es ist. Es sind alles unendliche Schichten von Bewusstsein, wo wir immer mehr und mehr erkennen, was Wirklichkeit ist
wo wir mehr und mehr die Konditionierungen ablegen, zum Beispiel zu erfahren, unsere Rolle über das, was andere sagen, denken, fühlen, meinen über uns. Dass wir daraus ein Bild von uns schaffen und dieses Bild in uns pflegen, anstatt Bilder von uns loszulassen, denn in Wirklichkeit können wir uns gar nicht erfassen. Höchstens können wir ein Spiegelbild erfassen, und wenn du jemanden anderen neben dir siehst, im Spiegelbild siehst du, wie anders der in Wirklichkeit ausschaut, wie er im Spiegel ausschaut. Und schon gar nicht ist im Spiegel das, was uns ausmacht, zu sehen. Also wir haben gar keine Wahrnehmung. Und es ist auch nicht notwendig, eine Wahrnehmung zu haben. Was wir wahrnehmen können, ist das Leben um uns herum. Und das Leben, was wir wahrnehmen können, erzählt uns etwas über den Bewusstseinszustand. Und dieses Feld wird drastisch klarer, freier und schöner in 2026. Jetzt heißt nicht unbedingt, dass es alles einfacher wird, weil Entwicklung im Bewusstsein findet sehr viel durch Anstoßen oder aber auch durch Hochkommen von alten Dingen, die entlassen werden wollen, statt. Weil in Wirklichkeit entwickelt sich nichts. In Wirklichkeit entwickelt sich vielleicht schon etwas, aber es entwickelt sich. Es wickelt sich ab, was alles dir erzählt hat, was du seist, wie die Welt gehört, dass du dir selber nicht vertrauen kannst, dass du das ernst nehmen musst, was andere Menschen über dich denken und sagen, und dass du nichts wert bist. Diese Dinge wickeln sich ab. Und freier wird das Wesen, was bereits alles ist, alles weiß und alles erschafft. Jeder Moment, der dich triggert, ist ein alter Glaubenssatz in dir, dass du irgendetwas in dir nicht zulassen kannst. Jeder dieser alten Glaubenssätze, der dich unfrei macht, der dir Angst einreden kann, der dich klein macht, wickeln sich ab. Du musst nicht Liebe praktizieren. Nicht im Miteinander, nicht im Leben, nirgends. Denn wenn du bist, was du wirklich bist, das ist pure Liebe. Da tust du nichts für. Es ist deine Wahrheit. Das freizulegen bedeutet, dir zu vertrauen und nicht den Meinungen anderer, die sich in deinem eigenen Verstand festgesetzt haben und auf dich selbst von innen einhacken. Das wickelt sich ab. Es passiert bereits. All die Lügen, die du gelebt hast, wo du geglaubt hast, du müsstest anderen dienen, anderen es recht machen, deiner Familie es recht machen, dass sie dir Liebe und Anerkennung geben. Du müsstest etwas tun, um zu sein, um Geld zu verdienen, um Status zu haben. All diese Dinge wachen in deinem Bewusstsein ganz besonders jetzt im nächsten kommenden Jahr auf. Und du erkennst mehr und mehr, oh ja, das Einzige, worauf es ankommt, ist wirklich dir selbst zu vertrauen, dem, was du tief aus deinem wissenden Wesen weißt, zu vertrauen, darauf zu gehen, darauf zu bauen und alles andere durchziehen zu lassen, so wie die Gedanken, die Wolken am Himmel, das ist ein und dasselbe Bild, einfach nur durchziehen lassen. Und die Stabilisierung in dir selber ist der Weg in die neue Zeit und aktiviert die neue Zeit. Wenn du hier Verstärkung brauchst,
im Moment. Am 2. Januar startet dieses fantastische Jahr 2026 mit meinem neuesten Kurs. Ich habe jetzt ungefähr ein halbes Jahr keinen neuen Kurs mehr gegeben. Insgesamt gibt es ungefähr 36 Kurse bei mir auf meiner Plattform, allein in Deutsch und 5 in Englisch. Auf Spendenbasis wie immer, hier mit einer wunderbaren großen Gruppe gemeinsam, kannst du ins neue Jahr so starten, dass du überall das aktivierst in dir oder das aktivieren lässt von deinem eigenen wissenden, höheren Wesen in dir, so dass sich die Dinge frei entfalten, die Wahrheit und Wirklichkeit in dir sind und das Neue, die neue Welt, das Paradies, wofür du hergekommen bist in deinem Leben, jetzt aktiviert. Du findest den Link hier in der Beschreibung. Dieses Entwickeln, rauswickeln, abwickeln ist eine der zentralsten Themen im kommenden Jahr. Jetzt ist es so, das Außen ist dein altes Bewusstsein. Und du kannst dich entscheiden, ob du weiter deinem alten Bewusstsein glaubst und mehr von dem, was du nicht haben willst, erschaffst oder bereit bist, dieses loszulassen. Wir leben auf multidimensionalen Ebenen und vielen verschiedenen Parallelwelten und Erden. Es erscheinen auf der Erde nicht für jeden Menschen die gleichen Realitäten, sondern viele verschiedene. Das ist selbst in der Wissenschaft heute anerkannt, zum Beispiel durch den sogenannten Mandela-Effekt. Was der eine als Realität erfährt, erfährt der andere vielleicht überhaupt nicht als Realität. Es ist nicht gleich. Wir erleben nicht eine Welt, eine Situation. Nein, jede einzelne Welle von einem gesamten Universum, von einer Einheitsenergie, jede Person ist eine einzelne Welle im Ozean des Bewusstseins, erfährt genau ihre Realität, ihr Universum und ist Zentrum in ihrem eigenen Universum. Und bekommt reflektiert im Außen und Ereignisse zugespielt, die genau zu deinem Bewusstsein gehören. Du bekommst das, was du geglaubt hast, von dem du ausgegangen bist, wo du sicher bist, einfach nur wie ein sauberer, reiner Spiegel, in dem du die Zunge rausstreckst. Er wird dir sauber die Zunge zurück rausstrecken. Du kannst nicht erwarten, wenn du ihm die Zunge rausstreckst, dass er dich anlächelt oder anfängt eigenständig zu reden. Genauso, exakt gleich, spiegelt sich dein Bewusstsein zeitverschoben im Außen. Daher geht es nur um dich, um jeden Einzelnen. Daher ist der Glaube an dich selber und die Verbindung zu dir selber, vor allem zu dem Teil in dir, der sich nicht entwickelt und auch nicht entwickeln muss und nicht auswickeln muss, sondern der, wie ich immer wieder sage, weder geboren werden kann noch sterben kann, der unten drunter als Urenergie daliegt und alles weiß und alles bestimmt. Der entscheidende Punkt, mit dem in Verbindung zu treten, das passiert über Meditation. Dazu sind meine Lichtaktivierungen da, die jeden Sonntag durch mich hindurch kommen und aktivieren auf tiefster Ebene, dass du diesen Anteil in dir wieder wahrnehmen, spüren kannst und damit gehen kannst durch dein Leben. Alles ist innen. In Wahrheit bist du das Quantenfeld, in dem alles stattfindet. Nichts ist außerhalb. Alles ist innen. Daher ist es
dein Bewusstsein, was die Welt heilt, bewegt, verändert und dorthin führt, wo du wirklich sie haben willst. Wenn wir so schauen, sehen wir, es ist nicht möglich, dass Energie zerstört werden kann. Jede Erscheinungsform in der physischen Welt ist Ausdruck, und zwar direkter Ausdruck, einer Energie. Zum Beispiel die Bäume. Ich habe selber einen großen Bezug zu Bäumen und hier in Asien sind unwahrscheinlich wertvolle, alte, wunderbare Bäume, die in der Regel doppelt und mehrfach so groß sind, die großen, schönen Bäume, wie sie in Europa überhaupt wachsen können. Altes Wissen ist in den Bäumen gespeichert. In Wirklichkeit können diese Bäume nicht sterben, nicht umgebracht werden, nicht geholzt werden, nicht weggehen. Nur die Form. Die Energie ist vorhanden. Wenn wir shiften von der Form, von unserem Bewusstsein, was glaubt, außen ist die Realität, und erkennen, alles ist Energie in Wahrheit, die sich in Form gegossen hat. Daher Bewusstsein und Energie ist dasselbe. Wenn ich etwas denke, glaube, das ist eine bestimmte Energie, die ich erschaffe in mir und wird Form. Wenn ich jetzt die Form beginne als entscheidend loszulassen und zu erkennen, die Energie, die sie hervorbringt, ist das wahre Leben. Das Bewusstsein, das es hervorbringt, ist das wahre Leben. Das ist dasselbe ausgedrückt mit anderen Worten. Und ich beginne in die heile Energie einzutauchen, die alles hervorgebracht hat. Also zum Beispiel das heile Netz der Bäume um die Erde. Die Bäume sind eine sehr wertvolle, wichtige Struktur auf der Erde, denn die Bäume verfügen über ein Bewusstsein, was vernetzt ist miteinander um die ganze Erde, durch die Meere hindurch. Und die Bäume arbeiten so miteinander, dass sie das, was ein Baum braucht, über unendlich weite Strecken, wenn er etwas Bestimmtes braucht, was er nicht zur Verfügung hat, über die Wurzeln sich zufügen. Das wird durchgereicht. Das kann von einem anderen Kontinent förmlich durchgereicht werden, über die Wurzeln bis zu dem Baum, der das braucht. Das ist so wie wir das Internet haben, ein Baumwissen-Netzwerk um die Erde, in das man eintauchen kann, was Unvorstellbares Getragensein miteinander, Austausch, Nähren zur Grundlage hat. Das ist jetzt ein Beispiel herausgegriffen. So ist alles in seiner Vollkommenheit bereits vorhanden. So bist du in deiner Vollkommenheit vollständig erhalten. Du bist nur in dieser Inkarnation, als du als Baby scheinbar geboren wurdest, in eine Familie hinein und den ganzen Gang durchgelaufen hast, in einen Avatarkörper erleben, ich bin diese Person, Bewusstsein hinein gearbeitet worden, mit dem du großartige Erfahrungen machen kannst. Und es gibt hier als Mensch kein richtig oder falsch, sondern es sind alles Erfahrungen, die du machst. Und alles lädt dich ein, als vollkommenes Bewusstsein dich wieder zurückzuerinnern, zu erfahren, neu zu erfahren, mit dir in Kommunikation sogar treten zu können, was du ohne diese Erfahrung als Mensch nicht machen kannst. All das wird im kommenden Jahr
in großer, kraftvoller Form aktiviert werden. Für den, der das Bewusstsein hat, dass er nicht Opfer der Umstände ist. Ich habe ja gesagt, es gibt nicht eine Realität. Du kannst wählen. In diesem Sinne sende ich dir unendlich viel Liebe zu. Meine Worte waren der eine Teil dieses Videos. Der wirklich tief wertvolle Teil dieses Videos ist eine tiefe weitere Aktivierung auf Zellebene in deinem System, die gleichzeitig durch mich hindurch zu dir geflossen ist. Denn auf Energieebene bist du nicht weit weg, nicht irgendwo, nicht fremd, sondern ganz in meinem Feld. Wenn du fühlst, dieses Video ist sehr wertvoll für dich, freue ich mich über deinen Daumen hoch. Falls du noch nicht diesen Kanal abonniert hast, freue ich mich sehr darüber. Und ich möchte sehr gerne von dir erfahren, was diese Worte, die durch mich hindurchgekommen sind, mit dir jetzt gemacht haben und bewirkt haben. Und ich freue mich sehr, wenn du dieses Video weiter verteilst, so dass viele Menschen sich weiter aktivieren in das Feld grenzenloser Liebe, die wir wirklich sind. In diesem Sinne, ich freue mich von ganzem Herzen, dich in meinem neuesten Kurs zu sehen, in meinen Lichtaktivierungen zu sehen und dass du da bist. Viel Segen zu dir und bis zum nächsten Mal. Schön, dass es dich gibt.